Ich sitze hier heute in der AKX, ein ganz spezielles Segelflugzeug. Es ist ein Nurflügler mit 15 Meter Spannweite, entwickelt von der AKFLIEG Karlsruhe. Auch die Steuerung ist hier sehr speziell und das ganze Konzept ist komplett anders als bei herkömmlichen Segelflugzeugen. Wir schauen uns heute im Detail an, wie die Studenten hier zusammenarbeiten und so ein Projekt stemmen. Die interessanteste Frage, die sich wahrscheinlich jeder jetzt am Anfang gleich stellt, ist, weshalb macht man jetzt diese Neuentwicklung mit einem Nurflügler, wenn wir doch ein Höhen- und Seitenleitwerk kennen und ein Segelflugzeug halt anders aussieht? Wie kommt man auf die Idee? Ja, es ist natürlich erstmal eine ziemlich verrückte Idee. Wir sind natürlich auch nicht die Ersten, die über sowas nachdenken, aber mittlerweile schon wieder wirklich weltweit eigentlich die Einzigen, die sowas an einem Segelflugzeug machen. Und das hat in erster Linie mal den Grund, dass moderne Segelflugzeuge wirklich sehr weit ausentwickelt sind. Also du wirst es selber schon den Unterschied zwischen 29 und 33 festgestellt haben. Ja. Die Auslegung wird noch mal ein bisschen auf höhere Geschwindigkeiten optimiert. Es werden irgendwelche Ruderhutzen verkleinert, Spornräder einziehbar gemacht. Also man bewegt sich da schon sehr in den Details. Ja, das stimmt. Und so einen großen Sprung muss man irgendwie ein bisschen was Radikaleres quasi machen. Und die Grundidee an dem Nurflügler ist, dadurch, dass wir uns alles hinten an Rumpfröhre und Leitwerk sparen, sparen wir uns eben sehr viel Fläche, die natürlich im Luftstrom hängt und Widerstand verursacht. Deswegen ist das Ziel, die Funktion, die man natürlich schon irgendwie braucht, in den Flügel zu integrieren, also in die Teile, die sowieso schon Auftrieb eben erzeugen. Okay, also das heißt, am Ende erhofft ihr euch eventuell eine bessere Gleitzahl, vielleicht bei höheren Geschwindigkeiten eine bessere Gleitzahl? Genau. Also man kann das natürlich immer noch sehr schwer abschätzen im Voraus und es gibt auch einige Punkte, die das natürlich wieder schwieriger machen. Aber theoretisch hat man da hinten um die 10% des Gesamtwiderstands. Okay. Sprich, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, können wir vielleicht mit einem 15 Meter Flugzeug mit modernen, vielleicht nicht den neuesten, aber 18 Meter Flugzeugen mithalten. Ja, super interessant. Der Unterschied ist aber, ihr braucht dafür riesen Winglets, dass ihr wahrscheinlich auch noch steuern könnt. Genau, die Winglets sind natürlich nicht nur so groß, weil sie als Winglets funktionieren müssen, sondern wir müssen das Flugzeug ja irgendwie steuern. Diese Rückpfeilung, die wir haben, hat natürlich schon mal den Grund, dass wir Flügelfläche vor und hinterm Schwerpunkt haben, dass wir eben, was Höhenruder angeht, auch zum einen eine Stabilität haben, also das Höhenleitwerk ersetzen. Und dann haben wir 3 getrennte Klappen an der Flügelhinterkante. Die sind jetzt noch nicht montiert, weil sie noch nicht gebaut sind. Aber die ersetzen dann quasi Höhenruder und Querruder und Wölbklappe. Und dann haben wir eben die Winglets. Und die Winglets ersetzen zusammen eben das Seitenleitwerk. Dadurch, dass sie eben, wie man, glaube ich, von hier ganz gut sieht, deutlich hinter dem Schwerpunkt angeordnet sind, entsprechend groß sind und hier auch noch ein Seitenruder dann bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vielleicht schon bald mal fliegen soll, aber auf jeden Fall eine tolle Entwicklung und derjenige, der das testet, der Testpilot, der hat sicher auch was Neues dann, was er mal fliegt. Ja, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Projekt. Das ist natürlich so ein bisschen der zweite Punkt auch noch. Wenn man jetzt nicht irgendwie die letzten Details rausoptimieren will, sondern was Neues anfängt, dann kriegt man natürlich hier ganz neue Herausforderungen, neue Ideen. Und wir machen das ja alle noch neben unserem Studium, so in der Freizeit. Da kann man sich mal so ein bisschen austoben, was Neues ausprobieren und halt auch an Problemen arbeiten, wo man nicht irgendwas nachkonstruiert, was es schon so ähnlich gibt. Gut, dann schauen wir mal rein in die Werkstatt, was ihr da so macht. Ja. So, was ist das hier für eine Riesenform? Ja, das ist die Form für unser linkes Winglet. Hat man ja draußen gesehen. Hier sind wir noch im Bau. An sich relativ klassisch. Die Form ist gefräst aus so einem Blockmaterial. Und da drin haben wir eben dann die Schale und schon eingeklebt die Einbauteile, die dann später das Bauteil schließen. Also hier und hier wird dann später mit der anderen Schale verklebt. Und das ist eigentlich auch so ein Bauteil, mit dem halte ich mich schon sehr lange auf, weil als ich in die AKFLIEG gekommen bin, gab es diese Form noch nicht. Wir hatten gerade die Flügelform und es wurden gerade die eigentlichen Formen gefräst.
Und ich habe dann angefangen, mich mal mit der Unterkonstruktion zu beschäftigen, weil man in dem Bauteil ja irgendwie auch in verschiedenen Orientierungen dran arbeiten will. Und dabei ist dieses etwas wilde Gestell unten drunter entstanden. Ja. Aber hat eben den Vorteil, wir können das jetzt so hinstellen, um oben eben ebenerdig die Steuerung zu montieren, was ja jetzt auch nochmal ein Unterschied zu normalen Flugzeugen ist. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, so einen großen Winglet zu bauen, auch von der Arbeitsposition. Genau. Man muss oben drauf kommen, man muss seitlich hinkommen. Ja, normalerweise braucht man für Winglet-Formen jetzt nicht unbedingt einen Kran, aber in dem Fall ist es unumgänglich. Ja, genau, das ist so der interessantere Teil vom Winglet. Zum einen haben wir eben hier die ganzen Steckungsteile, wo hier am Ende eben der Bolzen durchkommt, hier der andere Bolzen. Und wir haben natürlich ungewöhnlich für ein Winglet eben die Steuerung. Wir haben hier dann das Signal, was normal vom Flügel über so eine Ruderanschlusstüte kommt. Das wird dann einmal hier umgelenkt und am Ende, sobald dieser Durchbruch hier groß genug ist, mit einer weiteren Stange ans Ruder übertragen, was sich dann eben hier unten angelenkt wird. Und das ist auch wieder so eine Ecke vom Flugzeug, wo es einfach sehr eng zugeht, wo wir wenig Bauraum haben und deswegen ziemlich komplizierte Teile dann doch brauchen. Schaut auf dem YouTube-Kanal von der Ackerflieg Karlsruhe vorbei. Die haben nämlich auch einen sehr, sehr schönen Kanal. Wir machen informative Videos und ja, die freuen sich sicher, wenn da Leute vorbeischauen. Und genau, also da wird es auf jeden Fall ein Video zu geben, wie wir das Winglet von Anfang bis Ende eben bauen, dass man mal mehr oder weniger alle Schritte sieht, die in so einem Teil drinstecken. Ja. Also wir sind jetzt hier angekommen beim Rumpf von der AKX. Ein Ziel der AKX ist ja, die Rumpfröhre zu verkürzen und dadurch den Luftwiderstand zu minimieren. Was das Problem dabei dann ist, oder die Schwierigkeiten, ist, dass man dann natürlich recht wenig Platz hat für die ganzen Sachen. Vor allem ist es bei der AKX halt auch so, dass man noch viele Sachen anders oder aufwendiger machen muss als bei einem normalen Segelflieger. Gerade die Platzverhältnisse eigentlich in jedem Bereich, aber vor allem im vorderen Bereich sind ein bisschen begrenzt, weil im Vergleich zu einem normalen Flieger hatten wir natürlich hier einen ziemlich fetten Holm noch davor. Ein Großteil der Steuerung ist noch vorne. Ein zweites Fahrwerk hat man vorne auch noch, was einfahrbar sein sollte. Und den E-Pilz, der bleibt halt da. Auch irgendwo hin. Ja, genau, das ist hier. Der E-Pilz gehört da, okay. Ja. Das heißt, die Einbautiefe von den Instrumenten ist auf jeden Fall sehr begrenzt auch. Ja, da muss man auch, beziehungsweise haben wir da schon Instrumente ausgewählt, wo man zum Beispiel halt beim Funkgerät die woanders hinlegen kann, von Avionik zum Beispiel. Und die Steuerung, die man da vorbaut, muss dann halt auch sehr kompakt sein. Und sie ist deutlich komplexer hier mit diesen ganzen Mischern und Umlenkhebeln als bei einem normalen Segelflugzeug. Also zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe, sah nicht so kompliziert aus. Ja, also das hier ist jetzt auch noch nicht mal die ganze Steuerung. Also da fehlt auch noch, also Teil der Seitensteuerung ist vor allem hier unten, also im vorderen Bereich. Der ist am schwersten zu sehen oder an den engsten Stellen. Dann gibt es hier noch eine Bremsklappensteuerung, die ist aktuell noch nicht eingebaut. Die ist ganz normal. Hier ist dann die Bremsklappenbetätigung, geht über diese Welle, dann hier innen durch nach vorne, über den Holm und dann vor dem Holm wieder runter und vor dem Holm in die Flügel. Und was jetzt hier aktuell eingebaut ist, ist jetzt Wölbklappensteuerung und Hauptsteuerung im Endeffekt, also Höhen, Querruder und Wölbklappe. Okay. Genau. Wölbklappe ist hier seitlich irgendwo ein bisschen. Genau, das ist dann ungefähr auf der Höhe, also über der Bremsklappe. Das ist der Hebel sozusagen. Ja, genau. Okay. Genau. Und wenn man das so bedient, dann sieht man, dass es hier über eine recht interessante Mechanik, die halt sehr flach bauen muss, diese Wellen hier auf beiden Seiten nach außen drückt. Ja? Also das dann sozusagen, da ist jetzt nur eine eingebaut, sozusagen. Genau. Da kommt dann noch mal eine zweite. Genau, gespiegelt ist es dann nochmal auf der anderen Seite. Und hier sind dann die Ausgänge eben für die Ruder in den Flächen, also die dann Quer-, Höhenruder- und Wölbklappenfunktionen übernehmen. Und hier unten kommt dann der Steuerknüppel hin. Und Seitenruder ist nochmal extern dann? Genau, also das Seitenruder geht hier vorne, also hier unten, also sozusagen hier geht es durch
und geht dann links und rechts raus. Ja. Okay, und dann habt ihr hier noch irgendwas mit Hydraulik, was man auch irgendwie nicht aus einem Segelflugzeug kennt. Ja. Wieso braucht ihr Hydraulik? Also der Grund, warum wir Hydraulik brauchen, ist, weil wir halt 2 Fahrwerke haben, die wir ein- und ausfahren. Das ist natürlich technisch oder auch möglich über Hebel im Endeffekt, dass sie halt gleichzeitig verknien im ausgefahrenen Zustand. Muss man ein bisschen schauen, oder hätte man beim Einstellen ein bisschen aufpassen müssen. Aber der zweite Grund ist halt, dass man sehr beengte Platzverhältnisse hat, wie gesagt. Und mit so einer Hydraulik für die Fahrwerke kann man im Endeffekt die Komponenten ziemlich beliebig verschieben, wo man sie positioniert. Und jetzt im Vergleich zu einem elektrischen Fahrwerk kann man halt im vorderen Fahrwerkskasten den Zylinder für die Betätigung recht klein machen, weil man da einfach in der Hydraulik ein kleineres Volumen benötigt für die Zylinder. Und deswegen hat die X hier eine Hydraulik mit vielen Serienkomponenten, also die sind aber eher im Motorflug drin. Ansonsten, gut, hier hinten kommt ein Gesamtrettungssystem rein. Naja, es ist halt ein sehr anderes Konzept und da will man vielleicht die Sicherheit von so einem Gesamtrettungssystem schon haben. Der Schwerpunkt ist ungefähr so auf Hüfthöhe vom Piloten. Kann man sich ungefähr vorstellen. Deswegen Pilotengewicht ist dann nicht wirklich ein Thema bei der Schwerpunktslage. Jetzt das vordere Fahrwerk hat mit so den größten Hebelarm. Das ist die vorderste Spitze vom Flieger. Und das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, also bei Vorgängern, beispielsweise der SB13 AK Braunschweig. Und die hatten öfters das Problem, dass das Fahrwerk vorne Belastungen ausgesetzt waren, wofür sie nicht konstruiert hatten. Und deswegen muss das vordere Fahrwerk bei unserem Flieger halt ein bisschen massiver konstruiert sein. Die sitzt ungefähr hier vorne. Also so ist später die Einbaulage. Und hier sitzt dann auch die Schleppkupplung direkt drinnen. Braucht ihr auch noch, ja. Die Konstruktion hier ist eben eine Konstruktion aus Rovings. Da haben wir ein bisschen rumexperimentiert, also ob man die Gabel jetzt aus Rovings baut oder ob man sie beispielsweise mit einem Metall-3D-Druckverfahren herstellt. Da fahren wir aktuell so ein bisschen parallel, zweigleisig, und schauen dann später im Betrieb, welches sich bewährt. Und welches ist die leichtere Lösung? Aus Metall oder aus Kohle? Die leichtere Lösung ist aus Kohlefaser. Okay. Ja, also die andere Lösung wäre dann Titan-3D-Druck. Aber die Konstruktion mit Kohlefaser ist, gerade weil wir hier so ein paar Sachen integriert haben, mit sozusagen ein bisschen Dreckabweiser für die Kupplung, ist da Kohle ein bisschen leichter. Viel Handarbeit, so wie das aussieht. Ja, also das ist auch ziemlich komplex. Also da gibt es eine 3D-gedruckte Form, die auf jeden Fall mehr als 10 Teilen besteht. Also ich glaube, es sind irgendwie 15 oder so. Und dann verstiftet wird. Dann werden die Rovings da reingelegt. Und damit die gerade zum Beispiel an den Augen eben nicht aufgehen bei einer Biegebelastung, also dass sie nicht so sich trennen, sind die noch alle umwickelt, nochmal mit Rovings oder mit anderem Gewebe oder Gelege. Das ist dann noch ein zweiter Schritt. Also sieht sehr, sehr cool aus, sehr komplex. Ist sowas dann auch vielleicht eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit, so eine Form zu erstellen oder die statische Auslegung? Es wurde nicht in der Bachelorarbeit entwickelt, aber es gibt auch andere Bachelorarbeiten, die schon gemacht wurden an der AKX. Also beispielsweise ist die Konstruktion bzw. Festigkeitsberechnung von dem Rumpf war eine Bachelorarbeit. Eine andere war zum Beispiel der Flatterversuch von unserem 1:2 Modell, wo man halt, bevor man angefangen hat, den Prototypen zu bauen, nochmal Erkenntnisse bekommen hat, was muss man beim Prototypen auf jeden Fall machen oder welche Sachen muss man verändern noch zum 1:2 Modell, damit man halt zum Beispiel mit Flattern eben kein Problem haben
oder damit es kein Problem sein wird in unserem Geschwindigkeitsbereich. Das heißt, das Modell ist das auch geflogen schon, ja. ferngesteuert? Okay. Ja, also das hat im Endeffekt angefangen mit ganz, ganz vielen Modellen und dann wurden die Modelle immer größer. Also ich weiß nicht, ich glaube 1 zu 4. Also es gab ganz viele kleine Modelle. Dann wurden die Modelle immer größer, bis halt unser letztes Modell war dann ein 1:2 Modell, also 7,5 Meter Spannweite und auch recht hohe Masse, also 60 Kilogramm. Boah. Ja, da gibt es auch ein Video dazu, wie wir damit Trudelversuche zum Beispiel gemacht haben. Das Ganze haben wir dann hinter einem UL, also manntragenden UL, hochgeschleppt. Das ist auch ganz cool gewesen. Und dann war man soweit mit den Flugeigenschaften zufrieden und hat dann gesagt, okay, mit kleinen Abänderungen, die man zum Beispiel beim Flutter-Versuch eben herausgefunden hat, bauen wir jetzt den Prototyp, den fliegenden Prototyp. Ja. Ja. Super interessant. Stecken schon viele Jahre Arbeit drin. Ja. Wir haben jetzt einiges über das Projekt AKX gehört, aber was ist eine AKFlieg? Also eine AKFlieg, das ist eine Abkürzung für Akademische Fliegergruppe. Und eine AKFlieg hat das Motto Forschen, Bauen, Fliegen. Der wichtigste Punkt ist natürlich mit dem Bauen das Forschen auf jeden Fall. Genau, also wie du gemerkt hast, wir bauen nicht nur irgendwelche Segelflugzeuge, sondern jedes Projekt, jedes Flugzeug, was wir bauen, hat einen Forschungsgedanken dahinter oder eine Fragestellung dahinter, die man hat, um etwas Neues zu lernen. Genau. Aber da die theoretische Forschung alleine sehr langweilig ist, bauen wir auch natürlich die Flugzeuge. Und fliegt auch. Und fliegen sie auch, genau. Da kommen wir ganz am Ende beim Forschen, Bauen, Fliegen. Genau, aber beim Bauen ist es halt auch wirklich so, dass wir alles selber machen. Also die Konstruktion und den Entwurf geht wirklich über uns Studenten. Auch beim Bau versuchen wir fast alles selbst zu machen. Die einzigen Sachen, die wir nicht selber machen können, sind komplexe 5-Achs-CNC-Frästeile oder irgendwelche komplexen 3D-Druckteile, also Metall-3D-Druckteile. Genau, da machen wir natürlich, oder da kooperieren wir natürlich mit anderen Firmen. Genau. Und ganz zum Schluss, wenn man das gebaut hat, will man das ja auch natürlich irgendwie fliegen. Dafür haben wir auch natürlich unsere eigene Flugausbildung. Das heißt, man kann hier als jemand, der noch nie im Segelflugzeug gesessen ist, reinkommen und am Ende mit einer kompletten Ausbildung hier rausgehen. Und wir achten sehr darauf, dass wir sagen es immer, ingenieursmäßiges Fliegen beibringen. Das heißt, dass wir bei den theoretischen Grundlagen oder den technischen Grundlagen viel, viel tiefer eingehen, als man das zum Beispiel in einem normalen Segelflugverein machen würde. Das hat einfach den Grund, dass wir der Meinung sind, dass jemand, der ein Segelflugzeug baut und konstruiert, auch wissen sollte, wie man es fliegt und nicht nur wissen sollte, wie man das als Pilot fliegt, sondern auch quasi der Ingenieursgedanke dabei, wie das Flugzeug überhaupt oder was das Flugzeug überhaupt macht, damit es fliegt. Genau. Und welche Studiengänge habt ihr hier so oder in welche Fachrichtungen studieren hier die Leute in der AKFlieg? Ist das? Also wir haben sehr viele Maschinenbauer natürlich. Ansonsten haben wir auch ganz viele Informatiker, Elektrotechniker. Aber grundsätzlich sind wir offen für jeden. Also egal, was man studiert, die einzige Voraussetzung ist quasi, dass man Interesse an dem Thema hat und dass man motiviert ist, hier neue Sachen zu lernen. Weil selbst als Maschinenbauer, das, was man im Studium macht, das ist vielleicht eine ganz gute Grundlage. Aber jemand, der in seinem Maschinenbaustudium ein paar Semester gehört hat, der weiß noch lange nicht, wie man ein Flugzeug baut. Und deswegen bringen wir alles, was man wissen muss, hier nochmal bei. Genau, und beim Fliegen schließt sich der Kreis zur Forschung auch wieder, weil wir auch viel von der Forschung am fliegenden Flugzeug später machen. Dafür haben wir auch einmal im Jahr das Sommertreffen, wo wir uns mit den ganzen anderen AKFligs zusammen treffen und wirklich Flugleistungsvermessungen oder halt Forschung an fliegenden Flugzeugen machen. Da kann man vielleicht nochmal dazu erklären, es gibt nicht nur uns als AKFlieg, sondern es gibt viele AKFligs hier in ganz Deutschland, die sind zusammengeschlossen in der IDA-Flieg. Und wenn jetzt manche Zuschauer von dir vielleicht jetzt Interesse haben an der AKFlieg, da kann man jetzt auf die IDA-Flieg-Homepage gehen, den Link kann man bestimmt irgendwie teilen. Ja, ich versuche den mal irgendwie oben einzublenden, ich weiß nicht, links oder rechts. Genau, ja, wo auch immer der jetzt dann zu sehen ist. Aber genau, da kann man dann auf der Homepage schauen, wo die nächste AKFlieg ist.
Und wir würden uns freuen, dass vielleicht auch ein paar Leute dann zu uns nach Karlsruhe kommen würden. Ja, hoffen wir mal, dass da welche vorbeikommen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, hier dabei zu sein. Ne? Ja, und was man jetzt vielleicht auch bei den anderen Leuten schon gehört hat, was man auch betonen kann, ist, dass man hier wirklich als Student sehr viel Hand anlegen kann, was man halt sonst nicht wirklich erleben kann. Also wir haben natürlich die ganze Flugzeugwartung wie ein normaler Verein, aber auch natürlich das Bauen eines Flugzeuges von Grund auf. Und das ist als Student, glaube ich, schon eine sehr coole Möglichkeit. Ja. Schon allein diese Winglet-Form, die wir gesehen haben und so, das super Beispiel. Macht auf jeden Fall viel Spaß, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Auch live dann zu sehen und vielleicht auch dann in wenigen Jahren zu sehen, wie das Ganze fliegt. Dazu. Ja. Das ist natürlich genial. Ja, auf jeden Fall. Dominik, wir haben uns letztes Jahr auf der Aero getroffen und ich habe schon ein kurzes Video über die AKX gemacht. Du scheinst schon länger hier dabei zu sein. Ja, genau. Ich bin zum ersten Mal hier 2015 durch die Türen gelaufen. Da sind gerade zu Ende gegangen die theoretischen Überlegungen. Also die aerodynamische Außenhülle war quasi fertig und Modellflugerprobungen waren auch schon größtenteils durch. Und dann ging die spannende Phase los, erste Teile zu bauen für eben den fertigen Flieger. Zuallererst war das erstmal der Bruchflügel. Also haben wir wirklich viele Monate einen strukturell identischen Flügel wie dort stehend gebaut, nur um ihn dann in wenigen Minuten zu zerstören im Namen der Wissenschaft. Genau, und das fand ich total beeindruckend, was so eine Studentengruppe auf die Beine stellen kann. Deshalb bin ich dabei geblieben, habe dann irgendwann die Projektleitung übernommen. Unter anderem habe ich mich viel mit dem Bau der Flügel in der Zeit beschäftigt. Genau, bin jetzt aber seit letztem Jahr Alumnus, kann so ein bisschen meine Zeit auch reflektieren in der Ackerflieg und es ist wirklich so, ich habe einfach verdammt viel gelernt über diese Zeit. Es war eine tolle Zeit. Ich habe auch viele Fehler gemacht, was auch eben toll ist, dass man hier diesen Raum hat quasi, um sich einmal auszuprobieren, um diese Fehler zu machen. Und ich denke, das ist was ganz Tolles, was eben die Ackerfliege auch einzigartig macht und wovon die Studierenden hier eben enorm profitieren können. Und gleichzeitig, was eben auch ein einzigartiger Punkt von Ackerfliegs ist oder von der Ackerflieg Karlsruhe, ist, dass so ein Projekt, wie es hier hinter uns steht, die AKX, das kann eigentlich sonst keine andere Institution machen, weil es einfach ein sehr großes Risiko ist, finanzieller Art, wenn man das normal macht. Und wir haben den Vorteil, wir können dieses Risiko eingehen. Wenn es floppt, dann ist es so. Dann ist es aber nicht schlimm, weil wir eben nicht auf die finanzielle Seite achten müssen, sondern wir können uns da einfach ausprobieren. Im besten Fall wird es richtig gut und im schlimmsten Fall haben wir wieder was dazu gelernt, was wir dann in die Zukunft investieren können. Und das kann man natürlich mit so einem speziellen neuen Projekt, kann man sicher viel, viel mehr lernen und ausprobieren als bei einem bestehenden Flugzeug, so bei einem Standard-Segelflugzeug. Ja, da eben diese ganz besonderen Probleme lösen zu können und Herausforderungen eben anzunehmen, die man sonst so im Studium nicht hat, das denke ich, daran kann man doch sehr wachsen und das ist wirklich eine einzigartige Chance, sich hier einzubringen in so einer Gruppe. Kommt man hier auch in die Luft in der Ackerflieg oder ja, zum Glück. Baut man nur? Nein, man darf auch viel fliegen. Also das ist so ein bisschen der Trade-off, sage ich mal, in der Ackerflieg. Man investiert eben Zeit in der Werkstatt, in die Projekte, bringt sich da ein, aber im Gegenzug dafür sind die Flugstunden auf unseren Vereinsflugzeugen kostenlos. Okay. Und genau. Das heißt, man kann auch hier mit der Segelflugausbildung anfangen als Absolut. Student. Also die meisten Leute kommen zu uns und sind noch nie in einem Segelflugzeug gesessen und wir bringen das dann eben bei. Wir haben auch Studenten, die Fluglehrer sind und genau das dann eben beibringen den neuen Mitgliedern. Ja. Ja, hört sich nach einer sehr interessanten Beschäftigung neben dem Studium an oder so ein bisschen integriert ins Studium. Ja. Ja, es gibt sicherlich schlechtere Sachen, die man mit seiner Zeit machen kann. Ja, gut, ich bin während dem Studium dann viel geflogen, aber es ist vielleicht für das Studium ein bisschen besser und auch für den Beruf bei so einer Ackerflieg mitzumachen, lernt man vielleicht mehr für den Beruf später. Ja, ja auf jeden Fall sehr lehrreiche Zeit, ja. Es war ein langer Tag hier bei der Ackerflieg Karlsruhe. Jetzt haben die gerade noch eine kleine Versammlung. Sprechen über die ganzen Updates, was noch gemacht werden muss und so weiter. Auch nächste Woche haben sie irgendwie ein Fluglager, habe ich rausgehört. Mal schauen, wie das hier so abläuft. Und dann, was ich auch super cool finde, ist, die kochen hier zusammen, es gibt noch zusammen Abendessen. Fühlt sich wirklich an wie in einem Verein, im Segelflugverein am Wochenende, aber
es ist halt jetzt Winterwoche und die ganzen Studenten sind hier, fühlen sich wie zu Hause. Das war ein erster Einblick hier in die AK Flieg Karlsruhe und speziell in die AKX. Im nächsten Video werden wir ein Bauteil für das Flugzeug bauen. Das ist ein Kohlefaserscharnier und wir werden auch noch einen Rundgang machen, wie das Ganze hier, wie die Werkstatt aussieht und vor allem welche anderen Projekte es noch rund um die AKX gibt. Wenn ihr sehen wollt, was die AK Flieg sonst noch macht, schaut auch bei dem YouTube-Kanal von der AK Flieg Karlsruhe vorbei. Und sonst sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao.